Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, wenn ich heute am Heaven and Earth Soul sticken werde. Das ist der Soul von 2026 und da sticke ich am Stone Cottage Keep, das ihr jetzt hier eingeblendet seht. Ich hoffe, die Deckenlampe spiegelt sich nicht zu sehr, denn ich musste leider das Licht einschalten, da es heute schon etwas später ist. Ja, das Stone Cottage Keep wird 305 Stiche breit und 289 Stiche hoch und ich sticke es auf einen 18 Count Aida Stoff, einen Easy Count. Und dazu verwende ich dann die Garne von Painting Fairy Cross Stitch. Ich werde jetzt das Vorschaubild etwas zur Seite geben und blende euch auf der rechten Seite ein, wie das Bild ausgesehen hat zum letzten Monatsupdate. Das war ja das Monatsupdate von April. Und wie ihr seht, die erste Spalte ist fertig und ich habe hier in der zweiten Spalte die erste Seite fast fertiggestellt. Also ich bin hier bis zum Fenster gekommen. Ja, und jetzt zeige ich euch noch, wie das Bild jetzt aussieht. Und das sieht jetzt so aus. Also ich habe es jetzt schon im Stickrahmen eingespannt und wie ihr seht, bin ich jetzt in der Höhe Mitte der Tür. Also da ist schon einiges dazugekommen. Ganz genau sind es etwa 6 Zehnerkästchen, die dazugekommen sind. Das sind in etwa 60 Reihen. Ja, schon ein ordentliches Stück geschafft. Und jetzt werde ich euch noch ein bisschen mitnehmen, wenn ich hier weiter sticken werde. Heute haben wir ja die 35. gemeinsame Stickzeit und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bis gleich! Da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe meinen Stickrahmen jetzt am Tisch eingespannt in dem Tischstickständer und werde jetzt auch gleich loslegen und mit euch gemeinsam sticken. Den Pattern Keeper seht ihr heute leider nicht eingeblendet. Ganz einfach, ich habe den Pattern Keeper am Tablet und ich möchte euch heute noch etwas zeigen am Tablet und darum kann ich leider keine Bildschirmaufnahme machen vom Pattern Keeper. Aber ich starte mit euch mit der ersten Farbe und das ist die 3021 und das sind diese 5 Felder hier, die ihr hier seht, die noch frei sind und das ist ein ganz dunkles Braun, die 3021. Ja, wie weit bin ich bis jetzt an meinem Heaven and Earth Soul? Und zwar bin ich aktuell bei 37,7%. Das sind 33.230 Kreuze. Also mehr als ein Drittel ist schon geschafft. Ja, und das ist jetzt aktuell die Seite 5, an der ich sticke. Genau genommen die zweite Seite in der zweiten Spalte. Ihr wisst, ich sticke in diesen Spalten, also von oben nach unten und wechsle dann in die nächste Spalte. Und insgesamt gibt es da ja 4 Spalten. Ja, Vorsprung gibt es aktuell keinen mehr. Also das ist alles weg, mein ganzer Vorsprung. Aber ich bin trotzdem noch, sage ich, up to date.
Das heißt, ich bin noch nicht so im Hintertreffen, dass ich es nicht schaffen könnte, den Soll bis Ende des Jahres zu beenden. Aber ich muss auch mittlerweile gestehen, ja, meine Motivation daran zu sticken hat auch schon deutlich nachgelassen. Ich sticke ja jetzt das 5. Monat an dem Soll und wie ich euch schon öfters erzählt habe, ist das monogame Sticken absolut nicht meins. Also ich brauche da die Abwechslung und immer das Gleiche zu sticken ist einfach, ja, zu langweilig. Aber ich halte noch gut durch und bemühe mich wirklich immer, die 242 Kreuze zu sticken. Ja, an den meisten Tagen gelingt es mir auch, aber dann gibt es Tage, wo es einfach nicht klappt, wo ich zum einen keine Zeit habe oder auch zum anderen keine Lust habe. Ja, heute ist so ein Tag, wo es knapp werden könnte, dass ich die Stiche schaffe, ganz einfach, weil ich jetzt erst vom Dienst nach Hause gekommen bin. Also ich habe von 7 bis 19 Uhr gearbeitet. Jetzt ist es circa 21 Uhr und ja, morgen muss ich auch wieder früh raus. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so viele Kreuze heute mehr sticken, also die 242 wahrscheinlich nicht erreichen. So, die nächste Farbe ist die 435, ein Rot-Orange-Ton. Da gibt es ein paar mehr Kreuze zu sticken. Das heißt, ich werde hier oben sticken und dann rechts daneben den Faden backen. Ja, ich habe für mich entschlossen, ich werde nächstes Jahr nicht an einem Soll teilnehmen, also weder an ein, was habe ich hier, einen Knoten. Hat sich mein Faden verknotet. Ja, hat sich schon erledigt. So, ja, wie gesagt, also ich werde nächstes Jahr an keinem Soul teilnehmen, weder an einem Heaven and Earth Soul noch an einem anderen Soul, weil ja, man hat schon einen zeitlichen Druck, wenn man den Soul schaffen will, und ja, das macht dann irgendwie keinen Spaß dann daran zu sticken, und es ist wirklich immer so ein Muss daran zu sticken. Irgendwo habe ich noch einen leicht kleinen, ich sehe schon, hier ist noch ein kleiner Knoten im Faden. Das hört man, wenn ich den Faden durch den Stoff ziehe. So, aber jetzt. Also, ja, wie gesagt, das wird jetzt ein letztes Soll sein. Ich hoffe, ich schaffe es wirklich, das Bild zu Ende zu sticken, denn das extra Bild hätte ich schon gerne. Also eines der 3 Motive, man kann sich ja dann eines aussuchen, wenn man den Soll fertig hat, bis Ende des Jahres. Also noch aktuell 7 Monate daran zu sticken. Ja.
Also ich denke mir, es ist durchaus machbar, ihn fertig zu sticken bis Ende des Jahres. Ich denke, ich wäre schon viel, viel weiter, wenn ich ein monogamer Sticker wäre. Ich sehe ja, dass ich so im Monat auf jeden Fall ja, mindestens 15.000 Kreuze schaffe. Wenn ich alles zusammenzähle, meist auch noch mehr als 15.000 Kreuze. Also da wäre ich dann schon fast fertig mit dem Soul, denn insgesamt hat dieses Bild 88.145 Kreuze. Also wenn ich rechne 15.000, ja, dann 6 Monate wäre das Bild fertig. Aber wie ihr seht, bin ich doch noch einiges entfernt davon. So, die nächsten Kreuze abgestrichen. Dann haben wir die 3776. Ja, auch wieder so ein braun-orange-Ton. Also hier in diesem Bereich sind die Farben sich ziemlich ähnlich. Also gelb, orange, brauntöne. Das ist ja das Haus, an dem ich gerade sticke, also das Cottage. Ja, so das Motiv gefällt mir noch immer wahnsinnig gut und ich bin wirklich sehr froh, dass ich mich für dieses Bild entschieden habe. Also vom Motiv her macht es wirklich absolut viel, viel Spaß. Das muss ich schon sagen. So, dann sticken wir wieder weiter. Da sind auch einige Kreuze zu sticken mit diesem braun-orange-Ton, 3776. Ja, und man bekommt ja nicht nur die Extrabilder, also eines der Extrabilder, man bekommt ja auch noch die restlichen Soul-Bilder. Da gab es ja 12 zur Auswahl. Und wenn man 6 Seiten fertig hat bis zum Jahresende, bekommt man alle 12 Soul-Bilder. Und da sind ja auch noch schöne Motive dabei. Also ja, ich habe schon vor, dass ich es jetzt auf jeden Fall durchziehe. Also das ist mein Ziel für dieses Jahr, den Soul zu beenden. Und ich möchte das auf jeden Fall schaffen. So. Ja, dann freut mich auch noch, dass ja, die Abonnentenzahl weiter gestiegen ist. Wir nähern uns immer mehr den 500 Abonnenten. Aktuell sind wir schon unter 20, also unter 20, die noch fehlen auf die 500. Das freut mich wirklich, wirklich sehr und ich freue mich auch so, dass die Abonnenten so international vertreten sind. Also ja, der Großteil ist natürlich deutschsprachig, aber ich weiß, dass auch englischsprachige Abonnenten meinen Kanal abonniert haben, genauso wie Spanisch sprechende Abonnenten oder auch Russisch sprechende Abonnenten. Wie gesagt, es freut mich total, dass das so eine
internationale, ja, Community geworden ist, und wir sind auf dem besten Weg, die 500 zu knacken. Einen Moment, ich streiche nur ab. So. Aktuell 17 Kreuze gestickt. Also es wird. Die nächste Farbe ist die 833. Ein eher, ja, gelblicher Ton. Da haben wir ganze 3 Kreuze zu sticken. Ja, die Methode hier finde ich mit meinen Blöcken, also den 10×10 Blöcken, funktioniert ja ausgezeichnet. Also ich schaffe da doch einiges an Fortschritt. Und was ich ja besonders toll an dieser Methode finde, ist, ich habe hier keine einzelnen Stiche mehr zum Nachholen, denn die werden ja gleich gestickt, wenn sie drankommen. Also wenn sie sich in einem 100er Kästchen befinden, wo ich gerade dran sticke, dann werden auch diese einzelnen Stiche sofort gestickt, und so muss man dann am Ende nicht diese einzelnen Kästchen auffüllen, sondern ja, man arbeitet sich einfach in diesen 10er Kästchen vor. Das begeistert mich ja total an dieser Methode. Ich habe ja früher auch Cross Country gestickt, aber es hat mich dann genervt, meist am Ende, ja, wenn ich dann schon fast fertig war mit dem Stickbild, noch diese einzelnen Kreuze aufzufüllen und dann permanent den Faden wechseln musste. Ja, das hat mich wirklich extrem genervt, und irgendwann bin ich dann über diese Methode gestolpert. Also ich glaube, ich habe sie damals auf Facebook gesehen und war ganz begeistert von dieser Methode. Habe dann auch eine Zeit lang diese Methode in der Diagonalen angewendet, also mit dieser Treppenmethode. So, ich streiche kurz ab die 3 Kreuze. So. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich meine da auch in 10er Blöcken zu sticken, aber in diagonalen 10er Blöcken, dass das dann so aussieht wie eine Treppe. Ja, so habe ich dann auch eine Zeit lang gestickt. So, jetzt kommt die 922. Aber irgendwann, ja, hat mir das dann auch nicht mehr so gepasst. Und ich bin dann komplett umgestiegen auf diese Blockmethode. Ja, und mit der bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, ich komme damit auch recht gut voran. So, 922 ist schon ein eher Orangeton, und auch da habe ich wieder nur 3 Kreuze zu sticken mit der 922. Ja, ich sage es ja immer, die barkenden Fäden sind natürlich gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann geht einem das total in Fleisch und Blut über, und man bemerkt sie dann eigentlich kaum mehr, dass da Fäden herumhängen. Also mich stören sie eigentlich nicht, außer wenn ich hier so einen kurzen Faden habe und der mir jedes Mal dazu rutscht, wenn ich einen Stich mache. Ja,
nochmals bezüglich der 500 Abonnenten. Ja, ich möchte natürlich mich dann bei euch bedanken mit einer kleinen Verlosung, sobald ich die 500 Abonnenten erreicht habe. Ich habe ja einiges an Stickkits zu Hause, die ich ja im Rahmen einer Kooperation erhalten habe. Und ja, natürlich sind es mittlerweile viel zu viele geworden und ich gebe gerne welche an euch weiter und ich denke mir, die 500 Abonnentenverlosung ist ein passender Anlass dafür. So, die 922. So, das waren auch nur 3 Kreuze. Die nächste Farbe ist nochmal die 435. Da habe ich ja vorher den Faden auf der rechten Seite gepackt, also in dem Kästchen rechts daneben. Und jetzt sticke ich die restlichen Kästchen von der Farbe 435 und werde dann darunter im Kästchen meinen Faden backen. Ja, das passt jetzt so am besten. Ja, wie gesagt, leider seht ihr das jetzt nicht eingeblendet im Pattern Keeper, aber ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem ein bisschen was vorstellen, wenn ich das versuche mit meinen Worten zu erklären. So. Ja, hier fehlen nicht mehr viele Stiche, dann ist das 100er Kästchen auch schon wieder voll. Das war ja ein angefangenes Kästchen, also nicht mehr so viel zu sticken daran. So, da haben wir noch 2 Kreuze zu machen. Und dann wird wieder darunter gebackt. Ja, meine Kollegen von der Facebook-Gruppe, die auch am Soll sticken, das sind ja einige schon wirklich sehr weit. Also wirklich, ihr habt meinen absoluten Respekt und auch meinen absoluten Respekt, dass ihr dass ihr so viel an einem Projekt sticken könnt, also dass da nicht euch nicht langweilig wird, finde ich absolut toll. Ja, so, dann streiche ich wieder ab, 3 Kreuze und darunter gebackt. Dann habe ich einen Single-Stich, einen einzelnen Stich von der Farbe 3860. Das ist ein Braunton. Da gibt es tatsächlich nur ein Kreuz zu machen und weit und breit kein zweites Kreuz. So. Und wie ich euch vorher gesagt habe, wird das natürlich gleich gestickt. Dann hat man natürlich am Ende nicht so viel zum Auffüllen. So, das kommt hier ganz nach links. Ein Kreuz und dann beende ich wie üblich meinen Faden mit einem Pinstitch und schneide dann auch den Faden an der Vorderseite ab. Ihr seht, das ist wirklich optimal, das heißt, ich muss nicht jedes Mal den Stickrahmen umdrehen, um meinen Faden abzuschneiden. Ja, das hat sich auch geändert in meiner
Stickkarriere. Also früher habe ich ja, so wie ich es eigentlich gelernt habe in der Schule, hinten den Faden vernäht, und dazu musste ich dann immer umdrehen, das Bild. Das hat mich sehr genervt, besonders wenn man es so in einem Stickständer eingespannt hat. Also ich habe hier ganz einen einfachen Stickständer, der ist jetzt nicht bewegbar, sondern recht starr, und da müsste ich tatsächlich jedes Mal das Stickbild rausnehmen aus dem Stickständer und umdrehen und dann hinten vernähen, also sehr, sehr umständlich. Gut, die nächste Farbe, die 3862. Da habe ich wieder mehr Kreuze, also jetzt zu sticken eigentlich nur 2, aber ich kann dann den Faden packen und im unteren Feld ist dann doch einiges mit dem Faden zu sticken. So. Ja, was wollte ich euch eigentlich zeigen bzw. sagen? Also, was ist der Grund, warum ich euch heute nicht den Pattern Keeper eingeblendet habe? Denn ich möchte euch heute ein Stickmuster zeigen auf meinem Tablet, das ihr wahrscheinlich schon kennt. Und zwar ist das ein Muster, das die liebe Katharina von dem Kanal Cross Stitch Kiste entworfen hat, und sie selber stickt das Motiv ja auch auf ihren Kanal. Also da könnt ihr auch schauen, wie das wird. Und zwar, einen Moment, ich zeige euch das auf meinem Tablet. Und zwar ist es, ich hoffe, ich bringe das jetzt hier rein. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sehr schwer, ja. Ja, ich habe so weit rangezoomt. Und zwar ist es die Black Flower. Ich hoffe, ihr seht sie ein bisschen hier im Bild eingeblendet. Es ist leider sehr groß. Ja, die Black Flower, da war ich ja ganz hingerissen, als ich das gesehen habe bei Katharina auf ihrem Kanal, als sie es vorgestellt hat und daran gestickt hat. Und da dachte ich mir, ja, das wäre auch was für mich zu sticken. So, ich streiche kurz ab. Nächste Farbe ist die 729. Ja, und dann ist mir auch noch gleich eingefallen, dass ich ja eigentlich eine Menge an Stoff zu Hause habe, die ich ja von Painting Fairy Cross Stitch oder auch von den anderen Shops erhalten habe. Und ich habe ja total Lust, einen dieser Stoffe endlich zu verwenden. Und da dachte ich mir, die Black Flower wäre ja wirklich gut geeignet dafür, aber natürlich muss man sie dann ohne Hintergrund sticken. Und das Motiv, das die liebe Katharina stickt, ist ja mit Hintergrund. Und sie hat mir dann aber angeboten, mir das Motiv auch ohne Hintergrund zu erstellen. Und ja, es ist jetzt mittlerweile schon bei mir gelandet, das Motiv. Und ich finde es noch immer wahnsinnig schön. Und ich werde es ohne Hintergrund sticken. Und ich habe mir dann mal in meinem Stofflager angeschaut, welche Stoffe ich da von Painting Fairy habe. Also die
gefärbten Stoffe und habe dann 3 rausgesucht. Die 3 sind nämlich in 16 Count und alle anderen sind in 14 Count. Also alle anderen gefärbten Stoffe, die ich besitze, sind 14 Count. Und ich möchte eigentlich das Motiv nicht in 14 Count sticken. Darum habe ich mir diese 3 Stoffe rausgesucht und die werde ich euch jetzt dann gleich zeigen. Ich vernähe nur kurz den Faden. Und dann zeige ich euch, welche 3 Stoffe für mich in Frage kommen würden. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche es werden wird von den 3. Und ich würde mich ja freuen, wenn ihr mir ein bisschen helft mit meiner Entscheidung. So, das war die 729. Aber ich blende euch zuerst ein bisschen die Stoffe ein, dass ihr euch vorstellen könnt, ja, für welche 3 ich mich entschieden habe. Also Stoff Nummer 1 ist dieser, oh, man kann da gar nichts erkennen. Oh ja, ich sehe schon, sehr, sehr schlecht. Okay, ich werde das anders machen. Ich werde euch jetzt die Stoffe nur beschreiben und werde dann eine Umfrage starten, wo ihr dann den Stoff eingeblendet seht. So, ich nehme nur die nächste Farbnummer, die 3787. Ja, eine Umfrage, das heißt, ich werde die Stoffe nochmal fotografieren bei Tageslicht und werde sie euch dann bei der Umfrage zeigen. Ich werde mich auch ein bisschen mit KI spielen und werde das Motiv ja, am Stoff einblenden, so dass man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann, wie das werden soll. So, Moment, einen Faden von der 3787. So. Entschuldigt, es dauert ein bisschen. So. Jetzt sind noch aktuell 2 Kreuze zu sticken in diesem 100er Kästchen. Und dann ja, die Stoffe. Da wollte ich euch ja beschreiben, wie die ausschauen. Also der erste Stoff, den ich euch jetzt einblenden wollte, ist ein rosa Stoff mit einem bisschen lila Einschlag. Gefällt mir sehr gut. Also er ist eher ja, rosa und nur ganz, ganz leicht lila. Dann habe ich den zweiten Stoff, das ist ein kräftiges Orange. Ja, kräftiges Orange mit einem leichten Einschlag von Rosa. Also auch eine interessante Farbmischung. Könnte ich mir auch gut vorstellen bei der Black Flower, also der schwarzen Blume, dass die dabei gut rauskommt, weil der Stoff ist doch ein bisschen kräftiger von der Farbe her als der rosa Stoff mit dem lila Nuancen darin. Ja, und der dritte Stoff ist ein ganz zart grüner Stoff mit Orange Nuancen. Also wieder ganz, ganz anders. Ja, und auch bei dem könnte ich mir gut vorstellen, dass er
passen würde. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir da bei meiner Entscheidung ein bisschen helfen könnt, für welchen Stoff ich mich entscheiden soll. Wie gesagt, sobald dieses Video online ist, wird auch die Umfrage online sein. Und das würde ich ja mega toll finden, wenn ihr daran teilnehmt und mir eure Stimme gebt, wofür ihr euch entscheiden würdet. So, 2 Kreuze gestickt, aktuell 33 Kreuze, also ja, ich denke, ja, jetzt packe ich mal die Fäden hier unterhalb und dann denke ich, werde ich jetzt alleine weiter sticken. Ich wollte euch, wie gesagt, das Motiv zeigen, die Black Flower und auch die Stoffe. Leider sieht man sie in der Kamera sehr schlecht, aber, entschuldigt, ich hoffe, ich kann sie euch dann in der Umfrage zeigen. Und ja, ihr stimmt ab, mit welchem Stoff ich sticken soll. Ja, so, dann werde ich das Video auch schon beenden. Ja, wir haben eine gute halbe Stunde, ein bisschen mehr. Ich wollte euch eigentlich nur ein paar Stiche daran mitnehmen an meinem Soll. Ihr seht ihn sicher wieder auch in einer weiteren Stickzeit, also so circa einmal im Monat werde ich euch daran mitnehmen und ihr könnt die Fortschritte sehen. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Als nächstes, ja, jetzt kommt dann nächste Woche dann auch schon das Monatsupdate. Das werde ich euch am 29. zeigen, denn ab 30. bin ich im Urlaub und ja, da wird es dann keine Videos zu sehen geben. Dienstags werde ich noch einen Neuanstich machen, also den letzten für Stitchmania. Dann ist ja der Mai so gut wie vorbei. Ja, also noch 2 Videos jetzt im Mai, bevor ich im Urlaub bin. Und danach geht es natürlich in aller Frische im Juni weiter. Ja, bis dahin, wie immer, wünsche ich euch eine schöne Stitching-Zeit. Viel Spaß bei eurem Hobbys. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!